Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Ihr habt keine Lust auf US Army Surplus. Da haben wir heute für euch was von Propper, niegelnagelneu. Wir zeigen es euch in diesem Video. Die US Army hat mit der ECWCS Extreme Cold Weather Clothing System Garnitur verschiedene Kleidungsstücke im Angebot. Das geht von Unterwäsche über Fleece, über normale Softshell-Bekleidung, Regenbekleidung bis hin zur Level 7 Primaloft-Bekleidung. Wir haben hier für euch mal die Level 6 Variante quasi. Im OCP Scorpion Muster bzw. Multicam gab es die Jacken oder gibt es die Jacken beim Army Online Store. Allerdings sind die natürlich auch immer schnell vergriffen und in der Regel oder oftmals auch gebraucht, auch wenn es vielleicht in einem guten Zustand, also sehr, sehr gut gebraucht ist, aber neu bekommt man diese Jacken fast nicht. Das Schöne ist, dass Propper jetzt hier die ECWCS Gen 2 einmal aufgelegt hat. So könnt ihr sie quasi immer neu bekommen und habt dann hier diese Jacke, die wir euch jetzt einmal im Detail vorstellen wollen. Im Gegensatz zum Original in Anführungszeichen verwendet Propper hier ein 3-Lagen-Laminat, während das Original ein Gore-Tex Packlight, ein zweilagiges System, benutzt. Muss jeder für sich selber entscheiden, ob er jetzt wirklich ein Gore-Tex braucht. Ein zweilagiges, wenn er hier ein unbranded 3-lagiges System haben kann. Das wäre jetzt hier in dem Fall der Fall. Wir haben für euch einmal hier auch eine Aufnahme, wo wir das Ganze mal auf die Regendichtigkeit testen. Wir haben jetzt hier noch keinen Dauertest, aber zumindest mal, dass ihr sehen könnt, wie die Jacke aktuell performt. Von der Ausstattung her ist sie angelehnt an die gute alte ECWCS, die ihr auch schon in der Woodland-Variante kennen solltet. Natürlich mit etwas mehr Upgrades und vor allem einen ganz wichtigen Punkt, sie ist ungefähr 50% leichter als die alte Variante, die Woodland-Variante. Und das macht natürlich durchaus Sinn, gerade auch in Kombination mit der Hose. Wenn ihr das Ganze im Rucksack transportiert, habt ihr mit Sicherheit ein gutes Kilo weniger, was ihr da mit euch rumschleppen müsst. Die Jacke ist etwas länger als die Level 5 Bekleidung oder auch als die normale Uniformbluse der US Army, damit sie über den Schritt oder beziehungsweise bis zum Schritt geht und auch ein bisschen was von der Hose überdeckt. Ihr habt hier einen durchgängigen Reißverschluss auf der Front, der mit einer Windflappe abgedeckt ist. Diese Windflappe wird hier mit Druckknöpfen fixiert. Und die ist auch zweilagig, also das ist tatsächlich dann nicht nur eine Regenjacke, sondern auch, wenn ich sie in Kombination mit einer Fließjacke trage, perfekt für den Wärmeerhalt auf der Innenseite. Das heißt Flappe Außenseite, Flappe Innenseite und unten drunter liegt dann der Reißverschluss von YKK. Dieser Reißverschluss lässt sich in zwei Richtungen bedienen. Ihr habt hier einmal die Möglichkeit, das Ganze natürlich regulär von oben zu öffnen, aber das Ganze geht natürlich auch von unten, um dann entsprechend an die Ausrüstung zu kommen. Im oberen Bereich endet das Ganze hier, beziehungsweise hier im oberen Bereich hat man unter dem Reißverschluss nochmal eine Unterlegung, damit der Bart oder auch das Kinn geschützt werden, wenn der Reißverschluss hochgezogen wird. Und wie ihr sehen könnt, ist der Kragen auch unabhängig von der Kapuze ausgeführt. Das ist auch nochmal ein Vorteil gegenüber der Woodland-Variante, wo die Kapuze quasi der Kragen war. Und hier habe ich dann wenn ich die Kapuze nicht nutze, die Möglichkeit, den Kragen hochgeschlossen zu tragen, um dann eben auch nochmal eine Windundurchlässigkeit zu erreichen. Die Kapuze selbst hat einen kleinen eingearbeiteten Schirm ohne Draht, hält sich aber ganz gut. Dadurch hat man hier nochmal ein bisschen mehr Schutz nach vorne und sie lässt sich hier einmal an den Seiten mit Kordelstoppern regulieren und an der Hinterseite ist nochmal ein Klettbereich, wo ich auch nochmal den oberen Kopfbereich leicht einstellen kann. Auch bei der Regulierung zur Atmungsaktivität unter den Armen hat sich einiges getan. Anstelle von einem relativ kurzen Reißverschluss, den man öffnen konnte, um Belüftung zu schaffen, hat man hier einen sehr, sehr weiten Reißverschluss gewählt, der fast bis zum Unterarm oder bis zum Unterarm geht und sich zusätzlich nochmal mit einer Abdeckung mit einem Druckknopf in der Mitte fixieren lässt. So bin ich auch in der Lage, wenn es mir obenrum oder untenrum zu kalt oder zu warm wird, auch nur Bereiche zu öffnen, um dann wirklich perfekt regulieren zu können. Die Bündchen sind hier mit Klett ausgeführt, so wie man das auch von der alten Woodland-Variante kennt. Und natürlich ist auch wieder die Schlaufe vorhanden für die Rangabzeichen. Die kann man hier vorne mit einem Druckknopf dann anbringen oder einbringen. Von der Taschenausstattung hat sich auch was getan und das begrüßen wir tatsächlich, weil die alte Regenjacke
immer zu wenig Taschen oder zu wenig Platz hatte. Da hattet ihr eine Oberarmtasche auf dem linken Ärmel. Hier habt ihr jetzt rechts und links jeweils einen. Die sind mit Klett ausgeführt und haben hier auch nochmal innen einen Einschub für Stifte. Das heißt 2 Taschen. Dann habt ihr die regulären Fronttaschen, die man auch von der alten Jacke kennt. Mit Klett ausgeführt auf der Front. Aber, jetzt kommt hier die Besonderheit, diese Taschen sind nochmal extra unterlegt. Das heißt, ihr habt hier noch eine zusätzliche Tasche für die Hände, um einfach mal die Hände bunkern zu können bei Bedarf. Also habt ihr hier quasi nochmal 2 pro Seite, sind wir schon bei 6 Taschen. Und, weil 6 Taschen noch nicht genug sind, habt ihr hier nochmal unter der Windflappe versteckt nochmal rechts und links jeweils 2 Reißverschlüsse, die hier dann im Napoleon-Style euch im Brustbereich 2 Taschen geben, wo ihr nochmal Gegenstände unterbringen könnt. Für die Robustheit hat man hier die Ärmel gedoppelt im Ellbogenbereich. Das heißt, Unterarm und Ellbogen sind mit 2 Lagen Material ausgestattet. Genau da, wo man eben auch liegt oder vielleicht mehr Beanspruchung stattfindet. Genauso soll es auch sein. Die Nähte sind auf der Innenseite alle getaped und das Außenmaterial ist ein einfaches Nylon, was auch eine sehr gute IR-Reflexion hat. Das zeigen wir euch hier einmal in der IR-Aufnahme. Einmal nur mit Restlicht und hier einmal nochmal mit Infrarotstrahler eingeschaltet. Zu guter Letzt muss bei einer Wind- und Regenjacke oder Kaltwetterjacke natürlich auch ein entsprechender Schutz da sein, um die Jacke nach unten hin dicht zu machen. Nicht nur den Reißverschluss, sondern auch wirklich das Ganze zuziehen zu können bei Bedarf. Dazu habt ihr einmal am Jackenende ein innenliegendes elastisches Band. Das wird reguliert durch die Handeinschubtaschen. Da habt ihr hier dann den Kordelzug, um das Ganze enger oder weiter zu stellen, also wirklich am Jackenende. Aber ihr habt auch, und das kennt ihr von der Woodland-Variante, hier nochmal eine Schneeschürze, die ungefähr in der Hüfte verläuft. Die wird vorne ganz klassisch mit 2 Druckknöpfen geschlossen und kann dann hier im oberen Bereich auch nochmal mit einem Kordelband zusammengezogen werden. Im unteren Bereich ist ein elastisches Band eingearbeitet. Für alle, die auf der Suche nach einer militärischen Regenjacke sind, ist die Propper ECWCS Gen 2 genau das Richtige. Sie ist vom Preis her okay, ist natürlich nicht die günstigste Regenjacke, gibt es definitiv günstigere am Markt, aber für eine Jacke von einem US-Hersteller in dieser Qualität und Robustheit ist es auf jeden Fall ein vollkommen akzeptabler Preis und auch nochmal deutlich unter den Produkten, die mit Gore-Tex arbeiten oder auch von anderen namhaften Herstellern, inklusive der dienstlich ausgegebenen Level 6 Jacke der US Army, wenn man sie denn mal irgendwo neu bekommt. Ja, die Propper ECWCS Gen 2 bekommt ihr auf jeden Fall beim Army Online Store. Da ist hier unten der Link eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Ist das für euch eine Regenjacke, die interessant ist? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.